Hallo, heute gehen wir der spannenden Frage nach, ob es denn eine Kreisgleichung für eine Kreislinie im dreidimensionalen Raum gibt und wie diese Gleichung aussehen müsste. Wenn ihr in der Schule schon mal das Thema Kugeln und Kreise hattet, dann ist euch bestimmt diese Kreisgleichung hier schon mal begegnet. Es beschreibt einen Kreis in der Ebene mit dem Mittelpunkt M bei den Koordinaten xm und ym mit dem Radius r. Aber habt ihr schon mal drüber nachgedacht, wie denn die entsprechende Gleichung aussehen müsste, wenn wir eine Kreislinie im dreidimensionalen Raum haben? Mit den Koordinaten xm, ym, zm. Die naheliegende Idee wäre natürlich, dass wir unsere Kreisgleichung entsprechend hier um das z erweitern. Aber wenn wir uns diese Gleichungen mal aufzeichnen, dann stellen wir fest, das gibt eine Kugel und keinen Kreis. So kann die Gleichung also nicht aussehen. Und tatsächlich, wenn man im Internet herumforscht, findet man so gut wie keine Angaben zu irgendeiner Kreisgleichung im Raum. Allenfalls stößt man auf die Aussage, es gibt überhaupt keine Gleichung für eine Kreislinie im Raum durch eine Gleichung. Das ist natürlich erstmal sehr verwunderlich und man fragt sich, warum ist das überhaupt so? Und das werde ich euch im folgenden Video zeigen. Und Punkt 2, ich werde euch zwei Gleichungen herleiten, mit denen man eine Kreislinie im Raum beschreiben kann. Doch zunächst zur Frage, warum man eine Kreislinie nicht nur durch eine Gleichung darstellen kann. Das liegt am Grundprinzip von Gleichungen an sich. Schauen wir uns mal eine Gleichung an, in der zwei Variablen x und y vorhanden sind und ein konstanter Wert r. Wenn man eine solche Gleichung nach einer Variablen umstellt, so wie hier, dann heißt es, dass wenn ich ein x festlege, dass dann automatisch auch das y festgelegt ist. Bei einer linearen Gleichung gibt es dann nur einen einzigen y-Wert oder bei einer quadratischen Gleichung wie hier maximal zwei y-Werte. Grafisch sieht das so aus, wenn ich eine Kreislinie habe und ich gebe einen x-Wert vor, dann existieren maximal zwei y-Werte dazu. Variiere ich nun das x, dann überstreicht es einen gewissen Bereich und meine y-Werte bilden eine Linie oder zwei, so wie hier. Das heißt, eine Gleichung mit zwei Variablen beschreibt Linien, wie zum Beispiel unsere Kreislinie. Nehme ich jedoch eine Gleichung mit drei Variablen x, y und z und stelle die nach einer Variablen um, dann sind die anderen beiden frei wählbar. Das heißt, es gibt hier unendlich viele Paare zu jedem x, die jeweils die Werte y und z haben. Diese unendlich vielen Wertepaare y und z kann ich hier in unserem Bild wie eine Linie mit unendlich vielen Punkten darstellen. Variiere ich nun meinen Wert x, dann überstreicht diese Linie einen gewissen Bereich und bildet eine Fläche. In unserem Fall ist es eine Kugeloberfläche. Damit ist klar, dass ich bei einer Gleichung mit drei Variablen immer eine Fläche erzeuge und keine Linie. Ich kann also keine Kreislinie durch eine solche Gleichung darstellen. Das gelingt mir nur, wenn ich eine zweite Bestimmungsgleichung einführe, die mir hier die Fläche auf einen gewissen Bereich einschränkt. Zum Beispiel durch die Bedingung z gleich 3, dann ist es, als würde ich hier durch diese Fläche mit einer Ebene z gleich 3 hindurchschneiden und das Ergebnis ist eine Kreislinie im Raum. Für eine Kreislinie im Raum brauchen wir also auf jeden Fall zwei Gleichungen. Ein Gleichungspaar. Und das möchte ich im Folgenden herleiten. Wir beginnen zunächst mit der Kugelgleichung um den Mittelpunkt xm, ym, zm mit dem Radius r. Und nur um die Schreibweise etwas zu vereinfachen, damit wir nicht so viele Buchstaben hier brauchen, führe ich eine Abkürzung ein. Ich nenne mal x minus xm groß X, das nenne ich groß Y und das nenne ich groß Z. Also im Prinzip führen wir hier ein verschobenes Koordinatensystem ein, das genau im Mittelpunkt des Kreises liegt mit den Großbuchstaben x, y und z, sodass die Kugelgleichung nun so aussieht. Das soll nur der einfacheren und übersichtlichen Schreibweise dienen. Nun zeichnen wir uns hier eine Kreislinie im Raum herein, die soll mal so schräg liegen.
Und diese Kreislinie können wir charakterisieren in ihrer Lage durch einen normalen Vektor n, der wie bei einer Ebene orthogonal aus der Kreisebene heraus zeigt. Die Richtung dieses normalen Vektors, die sei bekannt. Und da wir ja die Länge eines normalen Vektors beliebig wählen können, es ist egal wie lang der ist, können wir auch mal vereinbaren, dass eine z-Komponente gerade gleich 1 ist. Das kann man immer so machen. Solange n3 nicht gerade gleich 0 ist, können wir unseren Vektor immer so kürzen, dass die z-Komponente 1 ist. Das vereinfacht unsere weitere Rechnung ein wenig. Nun führe ich hier einen Vektor k ein, der vom Mittelpunkt auf die Kreislinie zeigt. Dieser Vektor k hat dann die Komponenten groß X, Y und Z. Und dieser Vektor k hat eine Besonderheit, der steht nämlich immer orthogonal auf dem normalen Vektor. Das heißt, das Skalarprodukt k mal n ergibt immer 0. So dass ich dieses Skalarprodukt ausschreiben kann als n1 mal x plus n2 mal y plus 1 mal z ergibt 0. Ich stelle nun diese Gleichung nach z um und setze dieses z in die Kugelgleichung ein. Das sieht dann so aus. Das sieht jetzt schon einer Kreisgleichung sehr ähnlich. Und unsere zweite Bestimmungsgleichung ist einfach die Gleichung für unser z. Damit sind wir komplett. Das sind die beiden Kreisgleichungen im Raum. Wir sehen nun, dass die erste Gleichung im Prinzip nur x und y enthält. Das heißt, diese beschreibt den Kreis, wenn wir von senkrecht oben drauf schauen. Sie sieht dann aus wie eine Ellipse. Und die zweite Gleichung, die beschreibt einfach nur die z-Komponente. Das heißt, wenn wir von der Seite auf die Kreislinie drauf schauen. Um diese beiden Gleichungen ein bisschen anschaulicher zu machen, möchte ich nun zwei Beispiele dazu zeigen. Nehmen wir zuerst eine Kugel mit dem Mittelpunkt bei 0 Stab 2 Stab 1 und einem Radius von 1 und nun legen wir die Kreislinie fest, so dass sie den Mittelpunkt in der Mitte hat und einen normalen Vektor senkrecht nach oben hat. Also nur eine z-Komponente, die wir mit z gleich 1 wählen. Wir erkennen, n1 ist gleich 0, n2 ist gleich 0 und dann können wir das hier einsetzen. Dann vereinfacht sich unsere erste Gleichung zu x² plus y² gleich 1. Und unsere zweite Gleichung, bei n1 und n2 0 sind, ist einfach z gleich 0. Nun müssen wir unsere Großbuchstaben noch in unsere ursprünglichen Koordinaten zurückersetzen. Also Groß X ist dasselbe wie Klein x, weil unsere xm-Koordinate ja 0 war. Aber Groß Y ist Klein y minus 2, habe ich hier ersetzt. Und Groß Z ist z minus 1, das heißt Klein z ist dann gleich 1. Und somit stellt dieses Gleichungspaar unseren waagrecht liegenden Kreis im Raum in der Höhe z gleich 1 dar. Seine Mittelpunktskoordinaten können wir auch sozusagen an den Gleichungen ablesen. X gleich 0, y gleich 2 und z gleich 1. Schauen wir uns noch ein bisschen schwierigeres Beispiel an. Jetzt haben wir hier eine Kreislinie, die liegt beim Mittelpunkt 1 Stab 2 Stab 1 und sie ist geneigt, sodass unser normalen Vektor 0, 2, 1 lautet. Wir setzen also n2 gleich 2 in diese Gleichung ein. Dann sehen wir, wir haben x² und zusammen 5y² ist gleich 1. Und unser z ergibt sich dann mit n2 gleich 2, so minus 2y. Nun machen wir noch die Rückersetzung, indem wir die Großbuchstaben durch die Kleinbuchstaben ersetzen. Dann haben wir hier x minus 1² plus 5 mal y minus 2² gleich 1. Das sieht unserer Kreisgleichung in der Ebene ähnlich. Und unsere z-Koordinate lautet minus 2y plus 4. Das ist sozusagen die Gerade, die hier entsteht, wenn wir den Kreis von der Seite betrachten. Ist eigentlich ganz anschaulich, finde ich. Und es wundert mich, dass man eigentlich diese Gleichungen sonst nirgends im Internet findet. Denn so ungewöhnlich sind sie nun nicht. Also schön, dass wir sie hier gefunden haben.
Bis bald.